Die meisten Touristen auf Kinmen übernachten auf der Hauptinsel Da Kinmen und machen, wenn überhaupt, dann nur einen Tagesausflug auf die kleinere Hauptinsel Xiaojinmen. Ich finde aber, dass die kleinere Hauptinsel wirklich tolle Attraktionen hat, die häufig übersehen werden. Deshalb sprechen wir heute über Lihe, über Xiaojinmen. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Kinmen-Podcast, dem versteckten Fenster Taiwan. Heute sprechen wir über Xiao Jinmen. Die kleinere Kinmen-Insel ist sowas wie ein ganz besonderer Blickwinkel auf die Insel. Sie erzählt uns mehr über die Insulaner, aber auch mehr über die Beziehungen zu Taiwan und China. Ich habe in der ersten Folge schon über die Geografie Kinmens gesprochen. Kinmen ist eine Inselgruppe und es gibt zwei Hauptinseln. Da Kinmen, die große Hauptinsel, und Xiao Kinmen, die kleinere Hauptinsel, im Englischen auch oft Little Kinmen genannt. Die Einheimischen reden oft von Kinmen und Liue. Liue ist der Verwaltungsbezirk auf Xiao Jinmen. Ich verwende beide Begriffe, Xiao Jinmen und Liue, als Synonyme. Das ist verwaltungstechnisch nicht hundertprozentig richtig, macht aber die Sache wesentlich einfacher. Und die kleine Kinmen-Insel hat es echt in sich. Allein die Anreise über die Kinmen Bridge ist eine Augenweide. Wir sprechen heute über die wichtigsten Events, über die wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Ich teile auch meine persönliche Erfahrung und wir sprechen auch über die kleinen, aber feinen Unterschiede zur Hauptinsel. Und bevor wir inhaltlich loslegen, für alle, die neu auf meinem Kanal sind, mein Name ist Ferdinand Kunz. Ich lebe seit 2023 auf Kinmen und dokumentiere die Insel hier auf YouTube. Einerseits mit Videos auf Englisch, aber seit diesem Jahr gibt es auch diesen Podcast auf Deutsch, Englisch und Chinesisch. Ich habe allein zu Xiao Jinmen bereits 2 Videos produziert, die könnt ihr euch gerne anschauen, wenn ihr mehr Bildmaterial wollt. Aber jetzt lasst uns nach Xiao Jinmen reisen. Schon die Anreise ist ein echtes Highlight, denn wahrscheinlich reist ihr über die Kinmen Golden Gate Bridge. Dieses mächtige Bauwerk wurde im Jahr 2022 eröffnet und ist bereits sowas wie ein Wahrzeichen für die Insel. Vor der Eröffnung der Brücke mussten Besucher und Besucherinnen mit der Fähre zwischen den beiden Hauptinseln hin und her pendeln. Als ich 2022 zum ersten Mal nach Kinmen gekommen bin, habe ich die Fähre auch noch benutzt. Heute ist aber der Fährbetrieb weitgehend eingestellt, weil eben diese riesige Brücke da steht. Die Brücke ist mit 5,4 Kilometern richtig lang. Es dauert mehr als 5 Minuten mit dem Roller oder dem Auto, um die Brücke zu überqueren. Ich weiß das, denn ich habe das mal auf Video aufgenommen und gemessen. Das Video findet ihr in meiner Kinmen Travel Tales Playlist hier auf YouTube. Schaut es euch an und dann bekommt ihr einen Eindruck, wie riesig dieses Bauwerk ist. Der Bau der Brücke hat übrigens 240 Millionen Euro gekostet. Zum Vergleich, Stuttgart 21 wird voraussichtlich zwischen 10 und 12 Milliarden Euro kosten. Beide Bauprojekte eint aber, dass sie deutlich zu teuer und über Budget waren und auch mit Verspätungen zu kämpfen hatten. Ich kann euch auch sagen, dass die Brücke ein wichtiger Teil der Marathonstrecke auf Kinmen ist. Jedes Jahr im Winter ist das ein Jahreshighlight. Der Kinmen Marathon ist ein Riesenevent. Tausende von Menschen nehmen teil. Einerseits, weil Kinmen einfach so schon wunderschön ist, aber andererseits, weil man eben auch über diese Brücke rennen kann. Aber jetzt geht's weiter mit Xiao Jinmen und den besten Sehenswürdigkeiten auf der Insel. Angemerkt machen die meisten Besucher und Besucherinnen Kinmens nur einen Tagesausflug auf die kleine Kinmen-Insel. Ich bin aber der Meinung, dass es auf Xiao Jinmen wesentlich mehr zu erkunden gibt, als man in einem Tag sehen kann. Deshalb möchte ich euch einen Überblick über die wichtigsten Sehenswürdigkeiten teilen. Ich verstehe natürlich, dass im Urlaub Zeit immer ein knappes Gut ist. Ich habe euch trotzdem mal die besten Sehenswürdigkeiten herausgepickt. Ihr findet die Links zu allen Locations unten in der Beschreibung. Da könnt ihr also einfach nachschauen und euren Urlaub besser planen.
Ganz oben auf meiner Liste der Sehenswürdigkeiten steht dabei das Landminenmuseum, denn die Küsten von Kinmans waren engmaschig vermint. Es gab über 100.000 Landminen. Seit 2013 ist Kinmen minenfrei. Man muss aber dazu sagen, dass bereits 1995 die ersten Touristen auf Kinmen ankamen. Im Museum erfahrt ihr mehr, welchen Aufwand die taiwanesische Armee betrieben hat, um all diese Landminen an den Küsten zu entschärfen und zu entfernen. Auch die Architektur des Museums ist ziemlich interessant. Es sind nämlich genau genommen zwei Forts, das Yoshi Fort und das Tiehun Fort. Beide sind ehemalige Militärfestungen, die an sich schon interessant sind. Der Hauptteil des Museums ist dann im unterirdischen Tunnel, der die beiden Militärbefestigungen miteinander verbindet. Entweder ihr schaut euch das persönlich an, aber wenn ihr nicht warten könnt oder wollt, schaut euch mein Video zu den Landminen von Kinmen an. Es ist hauptsächlich im Museum geschossen. Ich gehe aber auch in den Anti-Mine-Park auf Xiaojinmen. Das ist ein ehemaliges Minenfeld und zeige euch dort mehr über die Landminenräumung auf Kinmen. Weiter geht's zu einer der wohl meistbesuchten Attraktionen auf ganz Kinmen. Der Jiugong Tunnel ist ebenfalls auf Xiaojinmen. Das ist ein ehemaliger Militärhafen, der als Tunnel komplett in massiven Fels gesprengt und getrieben wurde. Der Tunnel ist über 790 Meter lang und auf Kinmen die wahrscheinlich wichtigste Touristenattraktion. Kinmen war Konfliktgebiet und bis 1979 stand die Insel unter heftigem Artilleriebeschuss aus China. Der Jiugong Tunnel ist deshalb so etwas wie eine Art Lebensader für die Insel. Besonders während der zweiten Taiwan Strait Crisis war es wichtig, dass die Armee einen Schutzraum hatte, in dem sie die Versorgung der Insel trotz Artilleriebeschuss sicherstellen konnte. Aber keine Sorge, Kinmen ist heute friedlich. Die Armee nutzt den Tunnel nicht mehr. Er steht unter Verwaltung des Kinmen National Parks und ist eine Touristenattraktion. Ich habe dem Tunnel ein eigenes Video gewidmet. Wenn ihr mehr über Jiugong wissen wollt, schaut euch das an. Da erzähle ich euch auch mehr über die klassischen Musikkonzerte, die ihr einmal im Jahr im Tunnel habt. Ein sehr cooles Highlight. Und wenn ihr den Jiugong Tunnel persönlich besucht, kommt ihr auch am Hafen von Xiaojinmen vorbei. Das war der Ort, wo früher die Fähre an- und ablegte. Wie angemerkt ist heute der Fährbetrieb weitgehend eingestellt. Etwas kleiner und weniger besucht, aber nicht weniger geschichtsträchtig ist das General's Fort in Xi'an. Die kleine Militärfestung diente als Beobachtungsposten und ist vor allem für den Besuch von Chiang Ching-kuo während der zweiten Taiwan-Krise bekannt. Der damalige General und spätere Präsident von Taiwan besuchte das Fort trotz Artilleriefeuers, daher auch der Name der Anlage. Dass ein General und Sohn von Staatsgründer Chiang Kai-shek das Fort unter Artilleriefeuer besucht, ist ein hohes Risiko und schon ziemlich außergewöhnlich. Heute ist das General's Fort für Touristen zugänglich, ein sehr interessanter Ort. Man spürt so ein bisschen den militärischen Drill. Man kann so ein bisschen nachvollziehen, wie die Soldaten sich damals wohl gefühlt haben. Und ich möchte noch das Ho Ching To Battle Museum erwähnen. Auch diese Anlage war früher eine Militärfestung und ist heute ein Museum. Es ist relativ hoch poliert, also man spürt nicht mehr so viel den alten Military Drill. Es ist etwas mehr klassisches Museum, möchte ich mal sagen. Thematisch auch ein bisschen breiter aufgestellt. Also es geht nicht nur um einzelne Personen oder Xiaojinmen, sondern es geht auch um die Schlachten von Dadan und Erdan und des August 23rd Battle. Das Ho Ching To Battle Museum ist auf jeden Fall sehr stark frequentiert. Jeder Tourguide, jeder Tourbus bringt euch dorthin. Es ist auf jeden Fall auch sehenswert. Ich muss aber auch dazu sagen, es wäre wohl der Ort, den ich als erstes von meiner To-Do-Liste streichen würde. Einfach weil es sehr allgemein ist. In vielen Themen habt ihr einfach nur wenig Informationen dort und es ist sehr poliert, sehr museumslastig. Ich denke, es gibt bessere Locations und dieser Ort ist so ein bisschen überbewertet. Wenn es überbewertet gibt, was ist denn dann unterbewertet? Sehr viel auf Xiaojinmen. Viele Sachen werden einfach übersehen und ich habe euch mal so meine Personal Favorites rausgepickt. Es gibt zwei Strandparks auf Xiaojinmen, die ich euch auf jeden Fall empfehlen kann. Der Seashore Park ist ein beliebtes Fotomotiv zum Beispiel. Da habt ihr so kleine Herzchen, ideal für Pärchen und Familien mit Kindern. Außerdem hat man von hier einen sehr guten Blick nach Xiamen, der Megastadt in China. Allgemein ist man der Stadt Xiamen in Xiaojinmen näher.
zwar ist der nächste Punkt zum chinesischen Festland auf Dajinmen, allerdings liegt Xiaojinmen näher an der chinesischen Stadt Xiamen. Auf der anderen Seite der Insel liegt der Xishan Lake Park, eine ganz neue Parkanlage mit einem kleinen See und einem Spielplatz direkt am Meer, besonders gut für Familien. Man kann hier auch baden gehen. Allerdings sind viele Taiwanesen ja eher wasserscheu. Darüber habe ich in der Strand-Episode bereits gesprochen. Dann ein kleiner, aber feiner Ort ist die Huanan Soda Factory. Hier wurde früher Limonade auf Xiaojinmen hergestellt. Ein etwas kurioser Ort, heute ein Museum, wird sehr leicht übersehen. Sehr interessante Geschichte dahinter, warum Limonade hergestellt wurde und warum man damit aufhören musste. Schaut euch es an, wenn ihr auf Xiaojinmen seid. Ebenfalls kurios ist die Geschichte der Honigmanufaktur auf Xiaojinmen. Ihr könnt Honig made in Xiaojinmen probieren und auch kaufen, vielleicht ein ganz cooles Souvenir. Ich habe den Betreiber der Honigmanufaktur getroffen, ein ehemaliger Lehrer, der mittlerweile in Rente ist und seine Pension auf Xiaojinmen genießt. Er hat hier ein Café und eben eine Honigmanufaktur zusammen mit seiner Frau eröffnet. Sehr interessante Story. Schaut vorbei, wenn ihr Zeit habt. Dann gibt es einen Ort, den ich erst vor kurzem gefunden habe und den ich unbedingt selber nochmal auschecken muss. Ich rede vom Anti-Japanese Memorial Park. Nicht besonders schön, wahrscheinlich auch nicht besonders interessant für die meisten Leute. Man muss aber dazu wissen, dass es auf Kinmen eben ein Mahnmal für die Verbrechen während der japanischen Kolonialzeit gibt. Kinmen war aber nie Teil der japanischen Kolonie und wurde erst kurz vor dem Zweiten Weltkrieg von Japan besetzt. Ich habe diesen Ort zufällig entdeckt und hatte noch keine Zeit, etwas mehr zu recherchieren, aber er ist in jedem Fall auf meiner To-Do-Liste. Als Tourist oder Touristin wollt ihr natürlich eher die schönen Seiten von Xiaojinmen erkunden und davon gibt es sehr viele. Ihr habt eine sehr geniale Küste und es gibt einen sehr schönen Fahrradrundweg mit vielen Militärfestungen und Schützengräben, die ihr erkunden könnt. Die meisten davon haben Informationstafeln und sind dauerhaft geöffnet. Daher meine Empfehlung, Fahrrad mieten und einmal um Xiaojinmen herumfahren. Natürlich will man nicht nur Fahrrad fahren, es gibt auch einige interessante Museen auf Xiaojinmen. Zum Beispiel gibt es das Lilie Township Culture Museum. Dort gibt es alle möglichen Alltagsgegenstände mit Geschichtsbezug ausgestellt. Ein bisschen kunterbunt, es gibt kein klar abgegrenztes Thema, außer eben Xiaojinmen und Geschichte. Aber trotzdem auf jeden Fall sehenswert, wenn ihr auf Museen steht. Und genauso wie auf Dajinmen gibt es auch auf Xiaojinmen jede Menge Parkanlagen, Tempel und Seen. Einige davon habe ich bereits in der Folge zur Natur zu Kinmen in diesem Podcast erwähnt. Besonders erwähnenswert finde ich auch das Shanxi Fort im Westen der Insel. Das ist einer der besten Orte auf Xiaojinmen, um den Sonnenuntergang zu beobachten. Von hier aus habt ihr auch einen tollen Blick auf Dadan, Erdan und eben Xiamen in China. In Shanxi gibt es auch noch einen Bunker und einen Untergrundtunnel zu erkunden. Und wenn ihr auf so Militäranlagen steht, ist Xiaojinmen genau richtig für euch. Macht einfach eine kleine Erkundungstour. Ihr werdet jede Menge Militärbefestigungen finden. Was ich sagen möchte, ist, dass wenn es um Parks, Tempelanlagen und Militärbefestigungen geht, dann steht Xiaojinmen der großen Kinmen-Insel in nichts nach. Ich muss euch aber auch warnen, natürlich ist es so ein bisschen mehr vom Gleichen. Erwartet jetzt keine krassen Unterschiede. Und das führt natürlich zu der Frage, was sind denn eigentlich die Unterschiede zwischen Dajinmen und Xiaojinmen? Es gibt keine riesigen Unterschiede. Ich finde aber, dass Xiaojinmen so ein bisschen ländlicher und ein bisschen ruhiger ist. Man sieht mehr Kühe auf Feldern, die da einfach rumlaufen. Die sind zwar meistens noch angekettet, aber nicht eingezäunt. Das liegt daran, dass Xiaojinmen einfach dünner besiedelt ist und es gibt natürlich weniger Infrastruktur. Es gibt einen 7-Eleven, es gibt einen Family Markt, aber keinen richtigen Supermarkt. Auch der öffentliche Nahverkehr ist nochmal ausgedünnter als auf Dajinmen. Theoretisch könnt ihr mit dem öffentlichen Bus über die Insel reisen, ihr solltet aber keinen eng getakteten Fahrplan erwarten. Trotzdem findet ihr einige sehr schöne Gästehäuser und Übernachtungsmöglichkeiten. Ihr habt auch einige Western-Style-Buildings, über die wir in der letzten Folge bereits gesprochen haben. Ein wirklich wichtiger Unterschied, sehr wichtig, ist die Tatsache, dass Xiaojinmen nicht von den Windgöttern beschützt wird, sondern von den Windhühnern. Diese Steinstatuen haben einen historischen Hintergrund
und sind heute vor allem eher eine Art Touristenattraktion, aber eine sehr wichtige Touristenattraktion auf der Insel. Ich werde in ein paar Wochen eine eigene Episode zur Götterwelt von Kinmen veröffentlichen. Das zumindest ist der Plan. Dann erfahrt ihr mehr dazu. Das war meine Geschichte über Xiao Jinmen. Vielen Dank fürs Reinhören. Ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen was mitnehmen und ich hoffe, ich konnte euch motivieren, nach Kinmen zu reisen. In der nächsten Episode gibt es dazu einen praktischen Reiseführer und in der übernächsten Episode spreche ich, wie angemerkt, über die Götterwelt von Kinmen. Wir haben also einiges vor uns. Und wenn ihr nicht mehr länger warten könnt, könnt ihr auch schon jetzt meine anderen Kinmen-Videos und die anderen Folgen dieses Podcasts anschauen. Danke nochmal fürs Zuhören. Bitte lasst ein Like da und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss. Thank you so much for watching. Hope to see you soon. Like and subscribe.